Herzlich willkommen zum dritten Teil von Harvester. Und wir lassen uns überraschen. Ich sollte tatsächlich sagen, Harvester ist nicht Mystery Mittwoch, sondern Mission Mittwoch. Ich trinke auf euch, ihr Lieben. So. Was haben wir eigentlich im Inventar? Ich muss jetzt mal gucken. Diverses. Da haben wir noch, warum auch immer, Tampons dabei. Er hat auch sehr große Jackentaschen oder Hosentaschen. Weil er hat alles in seiner Hosentasche. Ja, er hat hier so ein, für was man, sag schon, so ein Gullideckelheber. Da ist aber auch ein Baseballschläger mit drin. Wir haben noch eine Axt, eine Leiter und eine Sackkarre. Ist alles mit dabei. Genauso wie eine Forke und eine Schaufel. Das ist alles mit am Start. So, wir können mit Mutti quatschen. Hello, dear. How are you today? You know those firemen? The funny ones with the color sense? Looks like they misplaced a bolt of expensive fabric. Of course, each one of them suspects the other. Looks like a catfight is brewing. Congratulations, hero. You found Karen after all. You don't seem proud, Mother. I wonder why. I warned you not to waste time looking for her. Am I running out of time? The blood drive is coming soon. What does that have to do with anything? If you haven't joined the lodge by then, you'll find out. Still, I'm glad you found the poor baby. She says Mr. Potsdam was responsible for what happened to her. What a silly little girl. Okay. Shame on you. Imagine accusing your future father-in-law of a thing like that. Is that how a range rider would behave? I don't think so. Why would she lie? Okay, Weisenheimer. Even if he is a child molester, a kidnapper, and an attempted murderer, that's no reflection on what kind of father-in-law he'll be. I just can't wait for the wedding. Can you? Das ist einfach. Er ist vielleicht ein schlechter Mensch. Und er hat Kinder missbraucht. Und er hat sie fast umgebracht und verbuddelt. Aber er ist kein Pornostar. Also es ist alles so schlimm. Es gibt nur eine legendäre Szene Don't forget to später. put the papers out for Jimmy. You know how he gets. Ja, ja. The newborn is sleeping sad. Okay, also es gibt irgendwann noch eine Szene mit dem Baby. Die ist wirklich, also die Szene mit dem Baby ist, ja, die ist berühmt. Sagen wir es mal so. Sie ist sehr schlecht, aber sie ist wirklich berühmt. So, aber wir haben die Zeitung, Kollege. Wir wollen ja nicht, dass der Zeitungsjunge böse wird. So, haben wir die Zeitung? Wo ist sie? Newspaper. Das ist alles nicht so aufgelöst. There now, see how easy it is? Things are so much better between us when you remember the paper in the morning. And let's keep them that way. So. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zur Lodge. Und erzählen ihm erstmal, was wir gemacht haben. Nee. Exquisite cloth. Its loss should trigger quite a bit of dissension amongst our gallant firefighters. Still, that is not your concern. Your next assignment is to break into the tonsorial establishment of Mr. Pastorelli and abscond with his prized barber's pole. Okay. Ich meine, wir können jetzt natürlich, also für alle Nicht-Spanisch-Sprechenden hier unter uns, grundsätzlich, wir haben ja bei der Feuerwehr Stoff geklaut und da die Feuerwehr hier in Harvester sehr klischeehaft unterwegs ist, als ja, bestimmte Gruppe. Wie dem auch sei, es wird jetzt implementiert, die streiten sich jetzt, das sind so Catfights. Wer wohl den Stoff geklaut hat? Das waren wohl wir. Und das nächste Aufgabe ist, wir sollen jetzt in den Friseursalon einbrechen, um
diesen Barberpole zu klauen. Also sprich hier dieses Drehding. Das werden wir gleich sehen. Das sollen wir klauen. Und wir können natürlich sagen, ja, ich habe genug gehabt mit dem und ich bin kein Dieb, aber ich glaube, das bringt uns im Spiel nicht weiter. Also wir sagen, ja, alles klar. Lack of respect for authority. A fine trait for a member of the Order. Yes, I approve, Stephen. I hope you succeed in your task. Break into the shop, steal the barber's pole, and bring it back to me. At that point, I shall give you your final task. Okay. Unser Ziel für diese Ausgabe sollte zumindest sein, eben jene Aufgabe zu schaffen. Und, so, da wollen wir nicht hin. Und vielleicht noch den nächsten Tag. So. Potsdam Residence. Wir gehen mal gucken, was Stephanie macht. Did you say hello to your father for me? Ja, ich habe halt. Thank God for that, at least. Those silly willies down at the fire station are just incensed about losing some decorating stuff. Some people. Yeah. Maybe they should be more concerned with fire and less with flame. Ja, ist Ciao, Kakao. Wir gehen zu Steffi. So Stuffi, die ist ja hier oben. Steve, it's so good to see you again. I get so lonely in here. I'm sorry. Want to hear what's happening out in the real world? No. I'd rather forget about Harvest for a while. Come here. Scheiße. Stephanie? Was passiert? I feel so close to you, Steve. Like we're the only two people in Harvest. The only two real people. Do you know what I mean? So, pass auf, ich muss jetzt mal gucken. Habe ich hier... Okay. Wenn es jetzt auf das hinausläuft, was ich denke, kann ich hier ganz schnell, zack, ausmachen. So. Gut, was sagen wir hier? I need to feel something again. This sense I have that I've known you. It's my only link to my past. Ich habe einen Finger auf den Knopf. Yeah. Maybe it's different than memory. Maybe we don't remember each other so much as we recall the feelings deep inside. Strong feelings. Maybe the body has its own memory. Let's find out. I want you. Make love to me. Okay, I want you to. So. Ich habe den Finger auf der Fernbedienung. Leute, es gibt Sexy Time. Then take me. Now. Ich habe den Finger auf den Knopf. Das geht noch in Ordnung. Oh, Fadi auch wieder am Start. Okay, soweit glaube ich haben wir das auch schon mal gesehen, wenn sie sich anzieht. Ich bin nervös. Okay. Okay, kann die Verbindung wieder zurückpacken? Es ist einfach so traurig, dass man eigentlich schon sagt, so, meh, ist das, was ich erwartet habe. Irgendwie, also, oder anders,
Das schockt einen schon gar nicht mehr. Gut. Wir gehen mal weiter. Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen nochmal durch die letzte Ausgabe gescrollt, um nicht zu vergessen. Ich weiß, wir wollten irgendwas im Laden noch kaufen, hatten aber kein Geld. Und als wir dann Geld aber wiederum hatten, war der Laden zu. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in den Generalladen. Da müssen wir hin. Ja. So, was können wir denn kaufen? Wir können das. You must pay Miss first before you can. Okay, achso, müssen wir erst. Dann geben wir erst Geld. Wir haben ja Geld. Irgendwo hatten wir Geld. Reward Money. Take what you need, Steve. You're always worth a care. So, dann können wir das jetzt mitnehmen. Da können wir nichts mitnehmen. Weil ich habe die Zange. Okay, können wir noch was kaufen? Nee, gut. Aber haben wir jetzt noch Geld? Na. Nee, das ist alles aufgebraucht. Okay, dann hoffe ich, dass wir alles haben. Was? Nightfall descends upon harvest. Es wird duster draußen. Okay, gut. Es ist duster. Wenn es Nacht ist, können wir zum Barbershop. Ich speichere jetzt aber erstmal ab. Was haben wir denn hier? Können wir mit Baseball... Oh, man. Ah, man. So, mit Tampon. Können wir mit Tampon... Well, that didn't work. So. Oh, warte, hier mit dem Schraubenzieher vielleicht irgendwie. Oh, man. Well, that didn't work. That's not how exactly a professional would break it. Ja gut, aber... Warte mal, ich glaube... Ja. So, das ist mit der Axt. Alter, was ist das für ein Schaf, Junge? Can I have a cough? It's hard to tell if the sheep is alive or not. So. So, Alien-Kopf. So, und das Ding. Können wir noch was anderes mit? Nee. Fancy Barber's Pole. Secure to the wall with a straight slot screws. Excuse you! Aber wir haben ja alles dabei. War das der? Das war der Philips. Hier, straight, bla. Profis wie wir sind. Haben wir ja gespeichert, ne?
This is your second arrest. You just remember. Ja, okay, pass auf, wir sind im Knast. Wir laden. Deswegen haben wir gespeichert. So. Wir machen das jetzt nochmal. Okay. Oh. Rein da. So. Code Rack. Jim Bob. Who was the high school star? Picture 20 years ago hangs his aging leather jacket? Is this nicht ein leather jacket? Okay. Können wir dann... Yeah. So, haben wir das Ding jetzt? Ja, natürlich. Das haben wir uns in die Hosentasche gestopft. Ja, dann tschüss, ne? Dann haben wir ja alles. Kommen wir nach Hause. Ein bisschen schlöppen. Okay. Als wir den Barberpole errungen haben, machen wir uns auf den Weg nach Hause. Es war ein sehr kurzer Tag, ehrlich gesagt. Ich habe einen Speedrun zu dem Spiel gesehen. Ich glaube, 3/4 Stunde max. Das ist ja übrigens, das ist so real life, wenn ich jeden Mittwoch nach dem Spiel ins Bett gehe und penne. Dann träume ich genau das gleiche. Das sieht dann auch so aus. So, dann haben wir auch schon. Okay. Press Ctrl F4. Ah. Speichern. Dann haben wir schon die erste CD durch. Krass. Ich habe bis jetzt bei GOG ja schon Gabriel Knight gespielt, Gabriel Knight 2. Und da mussten wir bis jetzt noch nie, oder da hatten wir es glaube ich noch nie mit dem Diskwechsel. Einig. Also, ich kann mich auch täuschen. Das seht ihr dann, könnt ihr nochmal auf meinem YouTube-Kanal nachverfolgen. Tatsächlich eins der wenigen Spiele aus dem ersten Twitch-Jahr auf YouTube. Hello, dear. How are you today? Did you hear what happened at the barber shop? Someone broke into Pastorelli's salon and took his antique barber's pole. The next morning, Pastorelli touched some live wires that the thief left lying around and was electrocuted. Well, that darn foreigner got what he deserved, if you ask me, coming into a nice little town like Harvest and stealing business. Heavens, if a bowl and scissors were good enough for your father, I don't see why decent working folk need a fancy wop styling their hair. That's how it goes. First you get a sissy trim, then bang, you're a communist. Isn't it exciting, Stevie? 5 days and 1,200 cookies later, the bake sale is already here. Where does the time fly? Those 1,200 cookies. How many are you taking to the sale? Oh, about 20. The rest were stale. But the effort wasn't wasted. It's for a good cause. Will you be at the school tonight?
Aber ich glaube, es spiegelt so ein bisschen auch so diese 50er Jahre Ami-Mentalität wieder, oder? Ich glaube, so weit weg ist es tatsächlich nicht. That's nice, dear. It's good to be open to new experiences. Ja, wir wollen natürlich den Cake Sale. Don't you think it's odd having a bake sale to pay for burying out-of-towners? Gosh, hooties, what should we do? Leave them in the streets? Of course we should bury them. But why do so many out-of-towners drop dead in Harvest? I have wondered about that, and I think it has something to do with the air. But there's nothing wrong with the air, it's perfectly clean. That's what I mean. Big city folk, they get so used to smog that clean air is a shock to their systems. Gets them every time. Don't forget to put the papers out for Jimmy. You know how he gets. Aber warte mal, waren nicht die Kekse im Mülleimer? Freshly baked cookies are in the trash. Okay. Okay. Oh man. Die Mutter merkt auch nicht, dass das Gitter ab ist, merkt nicht, dass der Schrank da nicht mehr steht, wo er steht. Ja, das ist die Frage. So, die Zeitung. Hier, komm her, Jimmy. Hey, Steve, you've been doing a swell job putting the paper out in the morning. You just keep doing that and we won't have any problems. That's not much to ask, is it? Halt die Klappe. Wir gehen jetzt mal zum Barbershop. Und gucken mal, was das so abgeht. Kommen wir da überhaupt rein? Ich glaube, über den Punkt, wo ich Fragen habe, bin ich auch jetzt hinweg. Howdy, Steve. Yeah. Howdy back, Mr. Pete Swell, Steve. Don't you pull my old leg now. Change your mind about that aluminum siding? What are you talking about? I really think you should talk your father into buying some. He can afford it. And I can't stress enough the value of some really fine aluminum siding. Keeps it warm in the summer, cool in the winter, and it keeps out the sheep. Pastorelli ought to look into some, but I can't get him to understand a word I say. I was one what found Pastorelli this morning, after he stepped in the water with the live wires hanging out. His body was so burnt his arms and legs was blackened, fused together, and the sheep was well done too. Problem is, both was burnt so bad, and the flesh all crisp and distorted, limbs melded, you couldn't tell 'em apart. And well, I didn't want to take a chance on eating Italian. No, sir, I didn't. I tell you, the only thing worse than a fire station full of sissies is a fire station full of pigs, sissy. They're all accusing each other of stealing some silk underwear or something. Boy, whoever said fighting fire with fire'd be happy in Harvest. 'Cause we got a fire station full of flamers. Steve, aluminum siding can't get a fair shake no more. Started when those firemen came to Harvest, filling people's heads with newfangled notions like color coordination and interior design. You can paint aluminum, you know, if you want to. But even so, I can't seem to move it anymore. Not even to a rube like Pastorelli. Thank God for the plumbing. Ja gut, okay, komm bei. Das Nice to see you again, Steve. Da kommt nichts Produktives mehr bei rum. Hello there, youngster. You see, them aliens I was telling you about? Well, they came back last night. Cut another crop circle in my south field. How come I never seen none of them saucers, Clam?
Them aliens is wily, Pete. You don't cross the intergalactic void without learning a trick or two. You know what Pastorelli did? Yesterday, he gets an alarm system to protect his pole. Only he don't know how to rig it, so now it's all awry. Dang it if the whole town ain't going to hell. Poor old Johnson, defecating a work of art like that. Well, that's a sure sign that civilization is coming to an end. I guess you heard that dang idiot Pastorelli went out and got himself electrocuted. Somebody stole a barber's pole. The alarm system triggered the sprinkler. There was water on the floor this morning, and the darn crook left exposed wires out. The Pastorelli came in, flipped the switch, and then zap! Well, maybe them aliens is hot for colored glass after all. Okay, also es gab ein Alarmsystem, das die Sprinkleranlage ausgelöst hat. Aber wir haben davon ja gar nichts mitgekriegt. Und dann war hier überall Wasser, er macht einen Lichtschalter an und ist Electric Boogaloo. Anytime, Steve. So, dann gehen wir mal zu Stuffi, bevor wir dann in die Lodge gehen. Did you say hello? Ja. You know, I want meat. So. Talken wir mal mit Steffi. I'm glad to see you. I feel so alone, cooped up in here. I understand that bake sale is today. Yeah, you'd think it was the second coming the way everyone is acting around here. It's insane. The maniacal attention paid to this bake sale. Like all the women in Harvest came from the same cookie cutter. It's unnatural. Unhealthy. Almost a parody of how things should be. And through my window at night, I see my mother throwing out whole batches of cookies, like an automaton getting rid of its surplus product. My so-called mother has been baking cookies all week, and then throwing them out. Better that than getting rid of us. Wait around long enough. I have a feeling they'll get to it. You know the firemen? Someone stole some fabric from them, and they're up in arms about it. Ja, komm, wir lassen sie mal im Dunkeln. Why would firemen spend their time decorating? Only in Harvest. I don't know if you heard or not, but Mr. Pastorelli, the barber, he's dead. Ja, wollen wir auch, ne? Looks like somebody stole a barber's pole from him, then left the exposed electrical wires and some water on the floor. Pastorelli walked in, flipped on the lights, and... Know anything about that? Nee, weiß ich nicht. Mr. Swell came by. I heard him telling my father about it. He said it smelled like roast pork. Well, these things happen. Especially around here. Is it true? You found Karen? Ja, wir haben noch... Yeah, just in time, too. He'd molested her and buried her alive. He couldn't bring himself to kill her outright, so he just decided to stick her in the ground and let fate take its course. Who? Who would do that to a helpless child? She says it was Mr. Potsdam. And I believe her. Oh, Christ. And all this time I've been under the same roof with that thing watching me. Take it easy, okay? So, at least they'll be coming to take him away, won't they? Tschüssi. Tschüss. Come back and visit me soon, okay? Klärchen, Bärchen. So, dann können wir auch zur Lodge gehen. Und die Bruder in Armen, ist es Sergeant-Namens, nenne ich der Bruder, berichten. And here it is, the object dard, imported Venetian glass and Italian dreams. You have done well. An unfortunate side effect that Pastorelli was electrocuted because you left live wires in a puddle on the floor. But
those with affectations of worldliness say, c'est la vie. So, took a big permanent one. This is that you can say a man was electrocuted. Ich glaube, über den, komm, wir machen jetzt einen geilen One-Liner. Yes, a barber cut down in his prime. Of course, you only wanted the pole, but that hardly matters now. Your final assignment is to set a fire in DNA's diner and let the French fry where they may. Also erstmal sind keine Franzosen, die wir frittieren können in dem Diner. Und es ist schon, wenn du überlegst, wir haben angefangen, was haben wir als erstes gemacht? Wir haben das Auto zerkratzt, dann haben wir nur was, hier haben wir Stoff geklaut, da haben wir eine Lampe geklaut und aus Versehen jemanden dabei hops genommen. Und jetzt sollen wir den Laden abfackeln. Also, ich weiß nur nicht, was danach kommt. So, that's arson. Forget it. Alright. Any suggestions? Yes, I suggest you succeed. Beyond that, you must find your own answers. Members of the Order must be resourceful and cunning. So must you be to become one with them. Tonight, the bake sale commences. Soon, the annual harvest blood drive will be at hand. When sacrifice will be the order of the day, your time in harvest grows short. Okay, cool. Oh, warte mal, ich habe... Ich habe noch so dunkle Erinnerungen von dem Let's Play oder von dem Playthrough, das ich mal gesehen habe. Und ich kriege gerade spontan hier war ja zu. Ich will nur speichern, nicht, dass irgendwas nachher nicht klappt. Okay, können wir das auch kaputt machen, irgendwie mit der Axt oder so? Können wir irgendwo sehen, wie es uns geht? Ja, noch gut, ne? Okay. A nauseous smell wafts from within the... Okay. Operate the... Was will hier? Aber da haben wir auch nichts zum Reinlegen, ne? Oder hätten wir jetzt noch hier gar nicht reingemusst? Okay, dann machen wir das einmal so. Wir laden einfach nochmal neu. Merken uns das einfach dann nochmal. So, Bake Sale in der Schule.
Das ist nur die Klasse wieder. Oder? Müssen wir sonst zu Ednas Diner schon? Nee. Das denn? Da. Hä? Ist das schon zu? I can't talk now. The dishes are stacked up and back, and I better take advantage of the lull. Most of the bums that die in harvest lack the money for a good Christian burial. The proceeds from this sale will help Mr. Moynihan provide them with proper burial services. Doesn't it strike you as funny that so many wanderers die in harvest? No, it strikes me as sad. You have an odd sense of humor, Steve. Mr. Pastorelli was electrocuted. He's dead. It looks like some thief wanted his barber's pole but didn't think of the consequences. Maybe it's what the guy had to do. Maybe whoever it was really needed that barber's pole bad. That's no excuse for hurting someone else. Even if Pastorelli were alive now, his heart would be broken. And what's a little profit compared to that? I feel terrible about what happened at the fire station. Those firemen helped me decorate my diner. I can't believe one of them stole that cloth from the others. It must have been someone else, don't you think? Müssen wir... Reward Hotel... Aber war hier schon mal drinne? A young man lies motionless in the casket. Red stains are visible on his shirt and boots. Okay. Schon wieder das Gleiche. The imprint of a head. Okay. War das hier? Warte mal. Okay. Hier ist nix. Also das mit der Kamera, ich hatte das noch so ein bisschen im Hinterkopf. Dass da irgendwas war. Aber musst du auch erstmal überlegen, dass du eine Leiche fotografieren sollst. Young man, we really have nothing to say to each other. I have the feeling your image shall soon adorn my slab, and I'd rather not know the face of the meat I'm slicing. It seems that, like some elephant's graveyard, people of low station come to harvest to die. They simply drop dead, penniless, and they all need burials. Like that corpse in the chapel, all dressed up and nowhere to go. No mourners, no point. But I still must provide them with prompt burials by town charter, and absorb the losses myself. God knows, by putting these people up at the Wayward Hotel, I do more than my fair share. So why must I pay for the coffins and burial materials as well? My losses to the dead are substantial. Hopefully the bake sale will offset some of them.
I do hope you'll attend the bake sale and spend heavily. It's for the needy, you know. Sure. And all they have to do to benefit is die. A ditch makes a poor resting place. You'll need to learn that, if you ever want to leave Harvest. You make it sound like I have a choice. A choice that is rapidly vanishing. Join the lodge, Stephen, while you may. The corpse reclining in the chapel right now is a prime example of the difficulties I face. For unfathomable reasons, this bum decided to wander into Harvest and summarily drop dead. Just like that. Indeed. He died of purely natural causes. Of that I have no doubt. But why come to Harvest to die? You say this happens often. Isn't that a little too much of a coincidence? I've often puzzled over the situation myself, though I can assure you, young man, that nothing untoward is happening in Harvest. On the contrary, it's an indication of our compassion that I put up hobos in the Wayward Hotel, and the Order of the Harvest Moon mandates their prompt burial, even when they are without family or means, and when it entails losses on my part. Okay. I'd say it's been a pleasure, but I find the company of the living so... Ja, das hatte ich schon alles durch. Warte mal. Wo war denn jetzt? Ich hab wirklich alles gesehen. Ne. Mach ich doch. Wie kommt der da hin? Young man, we really have nothing to say to each other. I have the feeling your image shall soon adorn my slab, and I'd rather not know the face of the meat I'm slicing. Okay, es ist schon wieder das gleiche. I'd say it's been a... A very nasty looking sink. Perf bloody handprint. Alter. Blutige Handabdrücke am Fenster. Okay, Ventilator ist auch nichts. Gut. Organische Sachen schwimmen im Formaldehyd. In Jars, also in so Gläsern. That makes you want to look away before you can see what. Oh, okay. Also wir wollen eigentlich gar nicht sehen, was da drin ist. Hier haben wir noch ein Herz. On the counter sits a new tube of astro glue. You can't have that, Stephen. I need it for my work. And may I say you're a rude young man for attempting to steal it. Sorry. I was only gonna borrow it. Indeed. And have you anything I could hold as security? How about the fact that you lied to me about that corpse in the other room? John Doe? I'm sure I don't know what you mean. If he just dropped dead, where did all those slashes come from? I don't know what slashes you're referring to. They were there. Do you have any proof of these wild claims? Any tangible evidence? If not, I suggest you leave me to my work. Wir sind... Kann ich es reinschreiben? Foto? You're spouting gibberish. Auch reinklicken, habe ich gehört, hilft. You're spouting gibberish. Okay, dann geben wir ihm das Foto. I'd say it. The messy remains of some poor soul. Ist das Foto? Yes, no. Ja, da, guck mal, wir haben natürlich eine Polaroid dabei. Ah, you've taken up photography, I see. Now why on earth would you choose such a grotesque subject? That John Doe you got boxed up in the chapel? He didn't just drop dead. Someone helped him take the plunge. You may be right. I'm a mortician, not a medical examiner. You don't have to be to know that being ripped to shreds can be detrimental to your health. This is not something you want to be looking into, young man. Mystery. So,
No shit, I just want to find out who I am and get the hell out of here. Ja, ne, also einfach, es ist ja so. Wir wollen doch einfach nur wissen, wer wir sind. That's what we all want. What game are you people playing? A game we win or lose together. Look, are you gonna tell me what I want to know, or do I go to the sheriff with these pictures? That would be a grave mistake, I assure you. I've told you all I can. My losses have been substantial of late, so I can't offer you money. The only thing I can give you in exchange for the photographs is my tube of astro glue. I do suggest you take it, for it's all you'll get from me. Ja, dann. A wise decision. When a wasp's nest is stirred up, it is seldom the wasps who grieve later. Entschuldigung. Einfach mal so pauschal. Danke für die Klebe. Jetzt hau ich dir aufs Maul. Danke. So. Und nun? Professional Cap Landscape. Ja, halt die Klappe. Jetzt wird nachts. So, ist jetzt Cookie Sale? Ist Mutti zu Hause oder ist sie schon in der Schule? Alter, keiner zu Hause und das Kind schläft. Oder ist alleine zu Hause. Oh, können wir... Habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. So, kommen wir da rein. Ja gut, wir könnten durchs Fenster wieder, ne? Aber das glaube ich, das ist es nicht wert. Ja, dann gehen wir mal schön in die Schule, ne? So, wo war die? So, wo ist denn der Bake Sale? Buy some cookies? It's for a good cause. Die sehen alle gleich aus, oder? Mercy, what a terrible thing to say. Isn't it, ladies? Yes, terrible. Hello, Steve. So nice to see you. Why, I never. Isn't that right, ladies? Yes, never. Okay. Buy some cookies? It's for a good cause. Derelicts and bums who wander into town who don't have enough money for a decent burial. They deserve to be buried. It's the Christian thing to do. That's awful nice of you. But why do so many derelicts and bums die in Harvest? Don't be such a wise apple, Steve. Okay. Können wir noch nee. Hä? Gymnasium rules. No blood on the floor. Do not do unto others as you would do unto your... No laughing. No sports allowed. Klasse. Hä? Ach, da geht's raus. Ladies, someone has just burned down the TV station. On the night of our bake sale? Hinder. TV Station war das, ne? Da ist er. Der Postbüdel da. Jo. Ist Silver Tucker.
Das brennt da, du. Aber mehr ist hier auch, glaube ich, nicht. Die Feuerwehr kommt ja eh nicht. Die haben Stress untereinander. Oh, man. Aber ich glaube, dann können wir... Ednas Diner einen Besuch abstimmen. Müssen wir hier auch wieder... Klar. Klar müssen wir das wieder machen. Wir sind ja mittlerweile Profi-Einbrecher. So. Gut. Okay, cover. Okay. The grease fryer is off. Warte mal, hatten wir nicht? Ich muss kurz ins Inventar. Tampons. Wir zünden den Laden mit Tampons an. Matchbook. Warte mal, Matchbook waren noch Streichhölzer, ne? Mein ja. Okay. Aber, okay, das dachte ich mir auch schon. Smoke Alarm. Ich habe eine Idee. Ich will nur speichern. Weil deswegen brauchen wir wahrscheinlich die Klebe, um das mit You apply the glue to the rim of the cake cover. Manchmal habe ich helle Momente, ey. Manchmal habe ich helle Momente. So, kommen wir dann... Warte mal, wo kommen wir denn? Hier ist Exit, ne? Ich denke nämlich, wir müssen gleich... Yeah. Schnell raus. Ja, und dann weg da. Wieder weg. So, with Edna's Diner ablaze, your task is complete. You carefully make your way home to avoid any possible weaknesses. Das war ja bestimmt für alles so ein bisschen limitiert. Aber ein bisschen Abwechslung, weiß ich nicht, hätte schon gut getan. Weil im Strich sind jetzt immer die gleichen Szenen, die wir sehen. Alles richtig gemacht haben, können wir auch einfach so speichern. Ist schön, wenn man eine Hand so frei hat, zum Kopf abstützen, so. Eigentlich brauchen wir die Tastatur gar nicht. So. Was sagt Mutti denn? Hello, dear. How are you today? The nerve of some people burning down the TV station to detract from our bake sale. I doubt the perpetrator did it just to annoy the Harvest PTA.
Coincidence? I don't think so. Just 6 months ago, the newspaper building went up in smoke. Obviously, there's a firebug on the loose. Either that or a communist. Immer die Kommunisten. Steve, I'm so scared. Ja, das frage ich mich jetzt auch. Just ask Colonel Monroe at the missile base. He'll tell you. Now that the bake sale's over, I just don't know how I'll fill my time. Oh, I feel so useless. My goodness. Oh, ich glaube, jetzt kommt die Szene. Jetzt kommt die Szene, Leute. Oh, My goodness. Oh, it's not as bad as it looks. You just pop them back in. See? As good as new. That tarantula she ate must have had wasp eggs in it. Don't you think we should get her to a doctor? What for? She's got her mother. How silly I was, feeling useless just because there are no more cookies to bake. I can still rear my brood. This is a sign, Steve. I have a purpose again. Glad to see you're feeling better. Mind, that fire still burns my britches. First the newspaper building, then DNA's diner, then WHAR. I sense a pattern. And any pattern I can't make a dress out of is no darn good. I suppose you heard about DNA's diner burning down? Sheriff Duane thinks it was a grease fire. We took a black eye on the bake sale, but I'm sure the Harvest PTA annual blood drive will be more successful. Overall, we made about $200, hardly enough to bury a dead horse, and definitely not enough to cover the annual blood drive. Ihr seht das fragende Gesicht, oder? Ich habe Fragen. Also jetzt wieder. Also erstmal, was zur Hölle war das mit den Augen gerade? Das, also... Oh, schlimm. Und hat sie gerade wirklich gesagt, ja, die Vogelspinne, die ich dem Kind zu fressen gegeben habe, da waren wohl Wespeneier, Larven, irgendwas drin. Alter, das ist schlimm. Das ist schlimm. Kann man fragen, mal wegen Annual blood Drive. drive, huh? If you knew how much blood we get, you'd be more impressed. Donations are mandatory, Steve. If you're still here come Sunday, you'll be expected to give. Until it hurts, I suppose. Until it hurts. Even Hank will have to donate. Of course, lodge members are exempt. Remember that. Hey, either way, no one's sticking me with a needle. We don't use needles. Was mit Hank? Hank? That kid over by the television? Your little brother is homesick from school today, and I won't have you scaring him with this amnesia poop. Is he really sick? Look at the show he's watching. Wouldn't you say he's sick? I'd make him stop, but oh, I'm so busy baking cookies for the Harvest PTA charity bake sale. I don't know. Honestly, Steve. I don't know. Don't you? Ja, komm, bye bye. Don't forget to put the papers out for Jimmy. Ja, stimmt. Na gut gesagt, ohne Scheiß, das hätte ich jetzt wirklich vergessen. Genauso wie ich nachher gleich noch dran denken muss, die Mülltonne rauszustellen. Also im Real Life, weil morgen wird die Biotonne abgeholt. Und die ist randvoll bis oben. Ich habe extra gestern noch Rasen gemäht. So, du kriegst jetzt eine Zeitung. Jimmy Bob. Hey, Steve, you've been doing a swell job putting the paper out in the morning. You just keep... Ja, okay. Er sagt aber auch nichts mehr. Jetzt gehen wir zu Steffi. Ich glaube, mit ihm brauchen wir auch nicht mehr reden, ne? Wir können mal gucken, was Steffi zu sagen hat, würde ich sagen. I'm glad to see you. I feel so alone, cooped up in here. I saw the TV station go up from my window. It lighted up the whole town. It looked like hell. I wished it would consume the whole damn place. And me with it. Don't talk like that. I'm sorry. I just can't stand it anymore.
I wish there was something I could do. There he is. Make love to me. Klar. Do it to me. Now. To me, baby. Brauchen wir werden dann wahrscheinlich wohl die Szene recyceln. Ansonsten sage ich bye bye Twitch. Dann war's das. Aber es ist klar. So. Und dann brauche ich Verständnis. Man kann das jetzt mal genießen. Wo guckt sie denn eigentlich hin? Also eigentlich steht das Bett doch parallel zur Wand. Wieso guckt sie denn zur Wand? Egal. Also viele Fragen darf man sich in diesem Spiel auch nicht mehr stellen. Komm, wir gehen mal zum Diner. Gucken, was da so abgeht. Ja, wir gehen zu Ednas Diner und gehen mal rein. I've tried so hard to find an excuse to keep on fighting. But Karen and I can't go on alone any longer. This diner he left us was all we had. It was always a struggle to keep it running in such a small town. And now we've lost it. I know that I can't afford to support us now. There's only one way out. I'm sure you won't be able to understand the depth of despair that would enable a mother to put a rope around her baby's neck and push her into the air and jump after her. I wonder if I'll hear her next now. If she kicks around and takes a long time to strangle, I'll scream, but I won't cut her down. I've got to be stronger than I ever was before. But I hope she doesn't kick. God help us and forgive us, Edna Fitzpatrick. Willst du nicht ernsthaft Frist haben? Das Spiel ist alt. Das Spiel ist jetzt ja auch, weiß ich nicht, 26, 27 Jahre alt und sicherlich in vielen Belangen nicht hübsch und sicherlich auch extrem überzeichnet und ja, satirisch halt auch, ne? Klar. Aber einige Sachen sind auch tatsächlich heute echt heavy. Also ich fand die Szene, muss ich echt sagen, gerade mega heavy. Und auch nach 27 Jahren, das ist schon tatsächlich nicht ganz ohne. Muss man sagen. Und da glaube ich, also ja, man kann sich da jetzt einen Scherz drüber machen und sagen, der Polizeischeriff sitzt da und frisst Kuchen, während die Alte da rumbaumelt. Aber trotzdem schon hart. Das ist schon sehr, sehr hart. Und lässt mich gerade echt ein wenig sprachlos zurück, ehrlich gesagt. Und ihr kennt mich, also, da gehört schon was zu. So.
Wir gehen mal zur Lodge. Wir fahren mal wieder zur Lodge. Theo! Ich hoffe, jetzt kommt noch was Lustiges. Bitte was Lustiges. DNA's diner is no more, as is Edna herself. She hung herself as soon as she realized what had happened to her beloved establishment. A true entrepreneur and a credit to her nation. Ja, ihr Schweine, ihr habt mich dazu Her gezwungen. suicide was an unforeseen byproduct, predictable by no one. She killed herself. She made her choice. If you were a catalyst, join the rest of the world. We all live off the deaths of others. Still, you sought to torch her diner, and torched it is. You have proven yourself a worthy candidate for initiation. Wieso Kandidat? Ich dachte ich jetzt, wir sind drinne. This was only a trial to determine your worthiness for testing. Your initiation into the mysteries of the harvest will soon begin. In the meantime, be patient. Protocols must be observed before initiation may commence. How I recognize the sign? You will know when you receive the invitation. Bring it here, and your initiation shall begin. So. So, die Frage, müssen wir jetzt zu Hause warten? Können wir mit Mutti reden oder was? Hello, dear. How... Oh, dear, I just heard what happened to Stephanie. What do you mean? What happened to her? You haven't heard? Well, young man, you march right over there this instant. She's your fiancée, after all. Was ist denn da denn jetzt los? Was ist mit Steffi? Wir haben, also... Muss ich nochmal pimpern oder was ist da los? Okay, schnell hoch. Schnell hin. Guess I can forget about the meat, huh? What do you mean? Your dad must have pulled some strings. Be sure and check Stephanie's pillow, you lucky bum. What the hell are you talking about? You'll see once the sheriff gets here. Stephanie. Things'll never be the same now. Guess I'll be watching TV nights. Okay, you can come in now, son. My God. Is that what I think it is? Yep, it's a spinal cord. Is it Stephanie? I can see a resemblance, but I can't be sure. More pie, Sheriff? Pie? Don't you realize what's happened? Oh, indeed I do. I can just hear the tongues wagging at the PTA. Was it suicide? Never heard of anyone pulling their own spinal cord out before. Off the record, I'd have to say no. No, all in all, I'd say this was death by natural causes. Natural causes? You can't live without a spinal cord, son. Nothing unnatural about that. Think I will have some more pie.
Right away. I can't believe this. This is horrible. Believe me, you get to the point to where this is routine. Now, the only clue we got is that card on our pillow. Take a look at it. Kann ich nicht lesen, es ist zu verpixelt. Sergeant This is at Arms. practically a confession. Confession to what, son? Murder. Isn't that what you're here to investigate? Son, you don't investigate natural deaths. No point. Then I'll get to the bottom of this myself. Yeah. I'm sure you will. More pie, Sheriff? Don't mind if I do. Also das Spiel wird wirklich immer abgefuckter. So. Jetzt haben wir unsere Einladung und dann gehen wir mal zu Lodge, ne? DNA's sheep. Ja. Bla. Tourist, Candidate. You. So, ist die Einladung. Okay. Hä? Oder hätten wir die mitnehmen sollen? Guess I can forget about your... You'll... Wieso nochmal die gleiche Szene nochmal? Es kam das Spinal Cord. Hello, Steve. No, Steve. Kann ja noch was? I don't. Okay. Das Problem ist, dass man ja auch einfach diese scheiß Karte nicht lesen konnte, weil es zu verpixelt ist. Aber warte mal. Warte. Eine Idee. Habe ich hier spontan noch? Haben wir noch unsere Leiter? Ja, die haben wir noch. Denn... Nimm Leiter. Haben wir nochmal. Well, that didn't work. Sind wir noch gesund? Ja, sehen noch gut aus. Das war auch noch nichts drin. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Okay, warte mal eben.
Das Ding ist, wenn du noch so halbwegs weißt, worum es, also wie es geht. Also muss ich mir die ganze scheiß Szene wahrscheinlich nochmal angucken. Can't allow you to take her remains, boy. What kind of sicko are you, anyway? Hello, Steve. Have some pie? Blah, blah, blah. Well, what family doesn't have its little problems? If it's not poor dental hygiene, it's a spinal column on the bed. Achso, nee, warte mal, wir brauchen... die Einladung. Wir brauchen jetzt nur die Einladung. You received the invitation, but you have not brought it. I don't understand. The invitation was not the card, but the spinal cord. It must be presented to me ere I allow you to enter. I expect nothing. What must unfold will. You were provided an invitation. Bring me the skull and spinal cord if you would pass to the world beyond. Okay, cool. Und ich glaube nämlich, dass wir jetzt hier nochmal hin müssen. Weil, ich weiß nicht, hatten wir das schon mal in der ersten oder zweiten Ausgabe? The Potsdam Family Crypt. Oh yeah. So. Guck mal, das ist nämlich jetzt da drin. Schon komisch, dass die Potsdam Family so ein fettes, nennt man das Mausoleum? Ich meine ja. Dass die sowas haben. So, da ist die Lodge. Ja, dann haben wir einfach mal das Ding hier in der Hosentasche, ne? You have done well. Now let the initiation commence. As your mystagogue, it is requested and required that I turn over this sacred dagger to you to aid you in your quest. Geil. What is this? Eine CD, Junge. Mit den besten Party-Hits der Lodge. Initiates find it a hostile place. Are you supposed to help me or get me killed? I'm starting you on the path of initiation to a very special, very exclusive brotherhood. I am merely the administrator of a test. Whether you view me as an enemy or a friend depends on how well you're prepared to pass. This thing? You haven't said what it is. It is a special weapon. Using it will be part
of the initiation. Wieso wanna find out about Stephanie? You always have a choice, initiate. Which choices you make matter only to you. Whatever occurs in here is relevant to the great question which you cannot help but answer. What is at issue is whether in answering the question you will find the answers you seek. You will encounter those intent on preventing or prompting your answer, depending on how you look at it. While the assumption is you want to live, dying is easy and provides its own answer, but not for you. Just tell me, is Stephanie dead or being held within? The membership director on the second level keeps track of such things. Oh, great. Then you are against me. I am the sergeant at arms. I am here to ensure that the protocols are observed. Deviation from a protocol shall result in punishment. Remember what I have told you. Now, let the initiation begin. Let the games begin! So, hier kann ich jetzt nicht speichern. Muss ich Control F4 und linke Mausbutton. So, bitte warten. So, aber hier speichern wir jetzt. Denn wir haben super viel geschafft im dritten Teil von Harvester, unserem Let's Play. Und nächste Woche, Mittwoch um 21 Uhr, geht's hier auf twitch.tv/cptaldi weiter. Wenn ihr es auf YouTube geschaut habt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auf Twitch vorbeigucken würdet und hier auf YouTube ein Like da lässt und vielleicht ein kleines Abo und die Glocke läutet, weil hier kommt regelmäßig Content. Also vielen Dank fürs Einschalten.